Wir haben hier einen Fund vor uns, der bereits 1858 gefunden wurde und der auf den ersten Blick unscheinbar ist, auf den zweiten Blick uns aber etwas zeigt, was wir so nur bei Ötzi oder ganz wenigen anderen Funden, etwa aus Pfahlbaugewässern oder Ähnlichem sehen, und zwar die organische materielle Kultur, die normalerweise im Mineralboden vollkommen verloren ist. Sie müssen sich vorstellen, das, was wir finden, sind eigentlich nur metallene Gegenstände, sind anorganische Gegenstände, also Keramik oder Steingeräte, aber alles, wo Kohlenstoff verbaut ist, also die Körper, mit Ausnahme der Skelette, die Kleidung beispielsweise oder aber auch Holzgegenstände, die verschwinden in der Regel insbesondere im Mineralboden vollständig, sodass wir hier keinerlei Vorstellung davon haben. Und deshalb sind die wenigen organischen Gegenstände so wichtig, weil wir ja zum Beispiel gar nicht wissen, ob diese Gefäße, die wir in Keramik klassifizieren, auch tatsächlich zum Beispiel in Holz existiert haben oder ob es nur Keramikgefäße gibt. Von einem Grabhügel, der bereits 1858 ausgegraben wurde, bei Stetten im Mansfelder Land, haben wir eine großartige organische Erhaltung. Wir sehen hier 2 Holzschalen, sogenannte Füßchenschalen, Schalen, die wir auch in Keramik kennen, und wir sehen die Schäftung eines Dechsels, eines gewehrgeschäfteten Beiles oder einer Hacke, und das ist natürlich was ganz Außerordentliches. In dem Grab war auch noch ein hölzerner Stab, den wir natürlich gerne kennen würden. In dem Grab war auch noch ein wunderbar geflochtenes Körbchen und in dem Grab waren auch noch weitere Holzreste und mehrere Amphoren, wie es sich zu einem schnurkeramischen Grab gehört. Heute ist nur noch ein schnurverzierter Becher überliefert. Solche Gräber datieren in der Regel in die Zeit um 2500 bis 2600 vor Christus. Dieses Grab hier können wir im Grabzusammenhang wegen der frühen Grabung nicht mehr rekonstruieren. Wir wissen nicht mehr, ob es sich um 1 oder 2 Gräber handelt. Wir wissen, dass es eine große Kiste war von 5 Meter Länge, etwa 1,25 Meter Breite, und dass sie aus außerordentlich großen Steinen bestand. Hügel wie dieser Grabhügel säumten zu Tausenden die Straßen und verteilten sich über die Landschaft. Aber spätestens mit der beginnenden Industrialisierung, mit dem Ausbau von Straßen, hat man diese Hügel abgetragen, häufig zur Erdverbesserung, da sie häufig aus ausgezeichneter Schwarzerde bestanden. Wir sehen hier an diesem einen Fall, was wir an Hunderten und Tausenden von anderen Gräbern verloren haben. Wir haben hier wie durch ein Schlüsselloch Einblicke in die materielle Kultur, die uns nicht nur in den Seeuferansiedlungen, wo wir das kennen, sondern hier nördlich der Mittelgebirge zeigt, über was für ausgezeichnete materielle Kultur die Menschen verfügten. Und wenn man nun ganz genau sich die Schalen ansieht und richtig beleuchtet, dann sieht man am Rand dieser Schalen eine ganz subtile Verzierung, wie sie auch sonst sich auf solchen Füßchenschalen befindet. Die größere der Schalen war aus Erlenholz, die kleinere der Schalen war aus Ahornholz und die Schäftung des Dechsels war aus Eiche gefertigt. Bei der Schäftung des Dechsels muss man anmerken, dass man dafür noch ein Zwischenfutter benötigt und dass man die Beilklinge dann natürlich damit befestigt, dass man etwa mit Rindenbast oder Rinde das Ganze sorgfältig und fest umwickelt, wie wir das beispielsweise aus Papua-Neuguinea kennen. Wir sehen also hier kulturelle Hinterlassenschaften, die wir sonst nicht kennen, durch einen glücklichen Erhaltungszustand, und wir können nur vermuten, was in den Tausenden von beseitigten Grabhügeln der ehemals so reichen Grabhügellandschaft, die sozusagen die Topographie der Ahnen in der Vergangenheit darstellten, verborgen gewesen war. Wir sind glücklich, dass einige aufmerksame
frühe Kollegen solche Dinge gerettet haben. Meistens handelt es sich hier um Schullehrer oder andere aufmerksame, gebildete Bürger, da die Archäologie hier als Wissenschaft noch nicht vollumfänglich ausgebildet war. Eine genaue Untersuchung dieser beiden Gefäße ergab, dass diese aus Maserknollen gefertigt sind. Maserknollen sagen uns heute nichts mehr. Es handelt sich hier um Wucherungen an Bäumen im unteren Bereich, die man durchaus durch Schneiden von Austrieben provozieren kann. Und solche Maserknollen ergeben ein besonders schönes, verwirbeltes Holzmuster und sie sind besonders geeignet für solche Schalen. Maserknollen begegnen jedem von uns bei besonders edlen Griffen von Messern oder auch bei Luxusautos, wo sie für die Armaturen verwendet werden, ohne dass wir heute überhaupt noch wissen, woher diese Dinge kommen. Die prähistorischen Menschen kannten sich mit Materialität ausgezeichnet aus und ich bin überzeugt, dass man in damaliger Zeit ein fantastisches Bild vor sich hatte, vor allem aber ein unglaublich funktionales Bild. Ich selbst hatte das Privileg, diese Schalen natürlich mit Handschuhen in der Hand zu halten und sie sind unglaublich leicht und gut zu handhaben, viel, viel besser als Keramikschalen. Und wenn wir von diesen Schalen nun nach oben blicken und nach unten blicken, dann sehen wir fast identische Keramikschalen, die uns zeigen, dass wir mit einem reichhaltigen Holzrepertoire rechnen müssen und dass es nicht irgendwelche Formen sind, die man als Holz machen, dass man als Holz irgendetwas anderes macht, sondern dass man durchaus Dinge, die man in Keramik hat, auch identisch in Holz macht, wenn sich denn Holz eignet. Möglicherweise waren Holzgeräte wesentlich weiter verbreitet, als wir denken, möglicherweise genauso weit verbreitet wie Keramikschalen. Allerdings sind Keramikgefäße das Einzige, was wir in der Archäologie in großer Stückzahl haben. Und wir können hoffen, dass wir unter guten Bedingungen in einer Forschungs- oder Rettungsgrabung in Zukunft wieder auf einen solchen Befund stoßen.